So, der Karren läuft auch. Hallo liebe Euroblast-Familie, mein Name ist John Sprich, ihr kennt mich sicherlich vom Euroblast Festival, ich bin der Typ, der da manchmal auf der Bühne ist und irgendwelche Sachen sagt. Das hier... hat immer mit Liebe zu tun. Das hat immer mit Liebe zu tun, das stimmt, Love. Also es geht halt ums Euroblast, es geht um eine Familie, alle kommen aus aller Welt, das muss so sein. Ja, ich sehe das auch. Heute bin ich hier bei Westlab Audio mit Dietmar Bauer. Er ist der Marketingchef von Westlab Audio hier in Schwerte. Dietmar Bauer! Danke. Ja, wir haben zum 3. Jahr in Folge 2015 wieder eine Westlab Audio PA bei uns in der Essigfabrik. Die bauen wir oben ein, die bauen wir unten ein. Das ist uns ein wichtiges Thema, dass wir da den besten Sound haben, der möglich ist. Dietmar, jetzt sag mir doch mal, wie schafft ihr das eigentlich, dass das so geil klingt? Konsequenz. Ja, Konsequenz. Ne? Konsequenz. Anwendung physikalischer Gesetze bis zur letzten Konsequenz. Ich sag mal, andere machen das nicht, weil das wahrscheinlich ein wirtschaftlicher Aspekt ist. Man siedelt sich ja auch irgendwo an mit einer PA oder wenn man eine PA-Firma ist. Wir haben festgestellt, dass wir teuer sind, dass wir auch teuer verkaufen müssen. Aber es gibt einen gewissen Preis zu zahlen für das, was wir tun. Und deshalb Qualität. Okay. Ja. Gut, und was unterscheidet euch da aber jetzt so, abgesehen von dem, dass ihr das so konsequent durchzieht? Also gibt es da irgendwelche konkreten Details, was andere Hersteller vielleicht nicht so schaffen? Phasenlinear, also Frequenzgang kann heute jeder, hat jeder schon mal gesehen, so ein Frequenzgangdiagramm gerade kann heute jeder. Phasengang, also dass die Phasen wirklich übereinander liegen, das kann eben nicht jeder. Da gibt es vielleicht 5 auf der Welt, die es konsequent können und dazu gehören wir. Westlab Audio. Ich muss so ein paar Support-Shots haben. Okay. Das ist eine klare Aussage, die halte ich auch so, die kann man auch verifizieren. Da gibt es eben nicht so viele. Also ich bin jetzt natürlich nicht so der Technik-Freak, aber für mich kommt es wirklich darauf an, wie es dann im Endeffekt klingt. Und das hat mich jedes Mal aufs Neue wieder überzeugt. Und ich glaube auch viele Besucher oder Tontechniker, die bei uns vor Ort sind. Ja, wie ist das denn so für dich? Also so Euroblast, progressive Musik. Wie stellst du da den Bezug her, dass das so funktioniert jetzt das mit unserer Partnerschaft auch einfach, dass du sagst, Westlab Audio, Euroblast Festival, die Szene. Wie passt das für dich unter einen Hut? Ja, es kommt natürlich daher, dass ich mit Rock'n'Roll groß geworden bin und irgendwo ist ja auch Gent oder Progressive Metal sicherlich aus dem Rock'n'Roll letztendlich entstanden. Und wenn man die Augen und Ohren offen hält und eine offene Meinung hat, dann kommt man zwangsläufig irgendwann dazu. Wenn man sich damit identifizieren kann, dann erkennt man auch die Qualität dieser Musik. Nicht? Wenn synkopisch gespielt wird, wenn ganz dichte Arrangements gefahren werden, dann kommt ja der Rückschluss wieder auf unsere Anlagen. Unsere Anlagen können eben dichte Arrangements differenziert übertragen. Das können andere Anlagen nicht aufgrund der ich sag mal, der Ingredienzien, die da verwendet werden. Okay. Können sie es einfach. Ja, da möchte ich aber auch direkt einhaken in Bezug konkret auf dieses Jahr Euroblast 11. Die Anlage, die ihr da stellt, du hattest im Vorfeld schon erwähnt, dass ihr da jetzt 5 Wege fahrt. Letztes Jahr waren es, glaube ich, 4 Wege noch. 4 Wege, ja. Genau, 5 Wege. Was verändert sich? Wo legt ihr da nochmal einen drauf im Vergleich zum letzten Jahr? Also wir haben im letzten Jahr und auch im Jahr davor den Bass, also die Bassfrequenzen mit 15 Zoll Chassis übertragen und werden das in diesem Jahr mit 18 Zoll Chassis machen. Und den 5. Weg, also als 5. Weg im Tiefbassbereich und den Weg zwischen dem Low-Mid und dem Tiefbassbereich, den werden wir füllen mit 15 Zoll Chassis, um eben die Oberwellen von Kickdrums und so ein bisschen präziser übertragen zu kriegen und noch ein bisschen mehr Bauch untenrum darzustellen. Mit dem 18er Chassis geht es einfach noch besser. Okay, also konkret heißt das, wir haben 18er Chassis, also 18er Subwoofer oder Bässe sozusagen, ja, haben wir unten. Genau. Und dann haben wir noch 15er und das sind diese 2 Basswege, die wir dann zum Beispiel da haben. Und dadurch kriegen wir einfach eine viel präzisere Auflösung im Low-End zum Beispiel. Genau. Über das Top-End brauchen wir gar nicht reden, weil das machen ja die Kameraden hier. Hallo. Lapline 2.8. Genau. Wie häufig wird das gemacht, dass die Bässe so aufgesplittet werden in 2 Wege? Jetzt so in
Venues oder in Konzerthallen, jetzt zum Beispiel in Deutschland oder so? Also wie oft wird das gemacht? Mittlerweile geht man diesen Weg, wobei das ja nicht eine Frage der Anzahl der Wege ist, sondern man geht tatsächlich, es gibt da so einen Begriff, der heißt Infrasub. Ja? Ja. Viele stellen dann eben Bässe mit großen Basschassis für die unteren Frequenzen irgendwo hin, nennen das dann Infrasub. Ich habe irgendwann mal gelernt, dass Infra im unhörbaren Bereich ist. Wenn irgendwas im unhörbaren Bereich ist, dann brauche ich dafür keine Lautsprecher. Das sind so, ne, das sind immer so Begriffe, mit denen um sich geworfen wird. Wenn unsere 18er Bässe ordentlich geclustert sind und vernünftig positioniert sind, das ist alles Physik, dann gehen die runter bis tiefster Ton, der produziert werden kann, ist so bei 16 Hertz. Da gehen sie hin. Wenn das Infra ist, dann sind wir da im Infrabereich. Aber es wird mittlerweile oft gemacht, dass halt die Wege aufgesplittet werden, um dann eben eine große Anzahl von Lautsprechern, auch wegen der ich sag mal, Haltbarkeit auch mitzunehmen. Genau, damit die also auf weniger Last gefahren werden und dadurch halten die ja noch länger, weil die nicht so am Limit fahren, sondern viel mehr Headroom ist. Ich habe auch beim letzten Orb, da stand irgendwann hinterm Mischpult und habe so geguckt, der Masterregler, der da irgendwo so bei 15% oder so, wo ich dachte so, ah ja, der könnte noch, wenn der noch hochreißt, dann könnten wir das Gebäude auch noch runterkriegen. Wir fahren immer, gerade beim Euroblast, mit viel Headroom. Ja, das ist auch eine Philosophie unseres Entwicklers. Chris Speth ist halt doch einer, der sehr bekannt ist in der Branche und der ist halt unser Entwickler und der sagt, das verhält sich bei unseren Anlagen wie bei Autos. Ne? Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, es sei denn durch noch mehr Hubraum. Durch noch mehr Hubraum. Ja, wir haben ja auch schon zusammengearbeitet in den letzten Jahren. Ich hatte das am Anfang in der Einleitung ganz kurz erwähnt. 2013, 2014 hatten wir auch schon Westlab Audioanlagen beim Euroblast. Das hat auch ziemlich reingehauen. Wie war da so das Feedback? Irgendwie von Bands oder von Besuchern? Gab's da Feedback? Ja, also es gab an mich herangetragen wurden also keine negativen Feedbacks, nur positive Feedbacks bis hin zum Meshuggah Front of House Mann, der sagte, dass er seine Band noch nie so gut gehört hatte. Ist klar, die Begründer des Gent treffen so eine Aussage, dann muss ich schon sagen, da haben wir irgendwas richtig gemacht. Ja, der mischt die Band ja auch schon ein bisschen länger. Ich glaube, seit 10 Jahren oder mehr. Ja. So, okay. Ja, super. Also mir geht es ganz genauso. Für uns ist das ja einfach so ein sensibles Thema. Und ich war auf so vielen Konzerten und Festivals schon, wo ein beschissener Sound ist und ich kann es einfach nicht mehr abhaben. Und deswegen gehen wir auch diese Extrameile, um einfach auch die Musik darf das auch nicht. Ja, und ist genau so. Und unsere Besucher kommen aus der ganzen Welt, aus 40 Ländern oder mehr. Und wenn die so weit reisen, um ihre Idole, um ihre Bands, die sie lieben, zu sehen und zu hören, dann muss da auch was bei rumkommen. Und PA spielt da eine wichtige Rolle und deswegen machen wir das so. Ja, richtig. Ja, cool. Ja, vielen Dank für das Interview, Dietmar. Gerne. Ich freue mich auf dieses Jahr. 1. bis 3. Oktober 2015, Essigfabrik Köln, geht's wieder ab. Euroblast 11. Bis dahin. Ciao. Peace.